Hallo und herzlich willkommen zurück bei unserem täglichen Deutschtraining. Hallo auch von mir. Es ist wirklich super, dass ihr wieder dabei seid. Ihr habt ja schon so viel geschafft. Die A2-Lektionen bis Tag 60 sind fertig und jetzt, zack, seid ihr mitten auf B1-Niveau. Genau. Und heute ist schon Tag 102 Teil 1. Die Zeit vergeht wirklich schnell. Das stimmt. Wie jeden Tag lernen wir auch heute zusammen 15 wichtige Wörter und Sätze. Und zwar solche, die ihr wirklich im Alltag in Deutschland gebrauchen könnt. Und denkt dran, am Ende gibt es wie immer unsere kleine Mini-Story. Ja, und zu dieser Story gibt es dann auch wieder ein extra Video mit Fragen. Das ist perfekt, um euer Hörverstehen zu testen. Unser Tipp für euch ist und bleibt die Shadowing-Methode. Das sagen wir ja immer wieder, aber es ist einfach so effektiv. Absolut. Hört uns einfach zu, drückt kurz auf Pause und sprecht die Sätze dann laut nach. Das hilft euch wirklich enorm bei der Aussprache und auch beim Sprachrhythmus. So, und was machen wir heute? Heute haben wir ein, wie ich finde, sehr nützliches Thema. Es geht um Diskussion und Meinung. Ach, super wichtig. Ja, wir lernen Wörter, die ihr braucht, um eure eigene Meinung zu sagen, um anderen zuzustimmen. Oder auch, um mal höflich zu widersprechen. Das muss man ja auch können. Genau, das ist super wichtig im Beruf, in der Uni oder auch einfach bei Gesprächen mit Freunden. Deswegen bleibt unbedingt bis zum Schluss dabei. Denn da wartet, wie gesagt, unsere Mini-Story auf euch, in der wir alle neuen Wörter nochmal schön verpackt verwenden. Perfekt, dann würde ich sagen, lass uns anfangen. Seid ihr bereit? Fangen wir mit dem ersten Wort an. Okay, los geht's. Unser erstes Wort ist ein Nomen. Das Argument. Das Argument. Also, ein Argument ist im Grunde ein Grund, der eine Meinung unterstützt. Genau. Wenn du erklärst, warum du etwas denkst oder warum du etwas für richtig hältst, dann nennst du Argumente. Richtig. Auf Englisch ist das ganz einfach, das ist Argument. Stimmt, sehr ähnlich. Ein Beispielsatz wäre zum Beispiel, er hatte ein sehr gutes Argument für seinen Vorschlag. Ja, das ist ein guter Satz. Man liefert also einen Grund, einen Beleg. Genau. Und wenn man gute Argumente hat, dann hat man meistens auch das nächste Wort. Und das wäre? Der Standpunkt. Der Standpunkt. Das ist ein tolles Wort. Ja, der Standpunkt ist deine eigene Position oder deine, sagen wir, feste Meinung zu einem Thema. Also, wo man steht in einer Diskussion. Ganz genau. Man kann es sich bildlich vorstellen. Auf Englisch würde man Viewpoint oder Point of View sagen. Okay, Point of View, das ist klar. Ein Beispiel könnte sein, mein Standpunkt dazu ist klar, wir sollten das Projekt starten. Das klingt sehr bestimmt. Man hat eine klare Haltung. Richtig. Man hat Argumente und daraus ergibt sich ein Standpunkt. Okay, aber was passiert denn, wenn zwei Leute verschiedene Standpunkte haben? Was auch ziemlich oft vorkommt. Ja, das ist der Normalfall. Im besten Fall suchen Sie dann einen Kompromiss. Der Kompromiss. Auch ein sehr wichtiges Wort, nicht nur in der Politik. Überall. Ja, ein Kompromiss ist eine Lösung, bei der beide Seiten ein bisschen nachgeben. Also jeder bewegt sich ein Stück auf den anderen zu. Genau, damit man am Ende eine Einigung findet. Man trifft sich sozusagen in der Mitte. Auf Englisch ist das Wort wieder sehr ähnlich, oder? Ja, das ist Compromise. Und ein Satz dazu, man könnte sagen, nach einer langen Diskussion haben wir einen Kompromiss gefunden. Das ist ja meistens das Ziel einer guten Diskussion. Im Idealfall schon. Aber manchmal gibt es eben keinen Kompromiss. Manchmal gibt es einen Widerspruch. Der Widerspruch, das klingt schon viel härter. Ist es auch. Ein Widerspruch bedeutet, dass jemand eine komplett andere, also eine gegenteilige Meinung äußert. Es ist wie ein klares Nein oder ein Veto? Ganz genau. Auf Englisch wäre das Contradiction. Contradiction, okay. Ein Beispiel, wo es positiv ist, wäre, gegen meinen Plan gab es keinen Widerspruch im Team. Das heißt, alle waren einverstanden. Richtig. Niemand hat Nein gesagt. Okay, und unser letztes Nomen für diesen Block. Was ist, wenn jemand etwas sagt, aber... Naja, ohne gute Argumente. Das ist eine gute Überleitung. Das nennt man dann eine Behauptung. Die Behauptung, genau. Eine Behauptung ist eine Aussage, für die man keine Beweise hat. Man sagt einfach, dass etwas so ist. Ohne es zu begründen. Richtig. Man stellt es einfach in den Raum. Auf Englisch ist das Claim oder Assertion. Okay, a claim. Und ein typischer Satz wäre dann, das ist nur eine Behauptung, das musst du erst beweisen. Verstehe. Man fordert dann quasi die Argumente an, die fehlen. Ganz genau.
Das waren die 5 Nomen. Ziemlich grundlegend für jede Diskussion. Absolut. Argument, Standpunkt, Kompromiss, Widerspruch und Behauptung. Super. Dann kommen wir jetzt mal zu den Verben, also was man in einer Diskussion aktiv tut. Ja, bitte. Das erste Verb ist ganz einfach und positiv. Zustimmen. Zustimmen. Also wenn ich gleicher Meinung bin wie du. Genau, dann stimmst du mir zu. Auf Englisch ist das to agree. To agree. Und die Perfektform ist wichtig. Richtig, das Perfekt ist, ich habe zugestimmt. Okay, habe zugestimmt. Ein Beispiel im Präsens wäre, ich stimme dir voll und ganz zu. Oder im Perfekt, sie hat meinem Vorschlag zugestimmt. Perfekt. So, und jetzt brauchen wir natürlich das genaue Gegenteil. Das Gegenteil von zustimmen ist widersprechen. Genau, widersprechen. Da steckt ja auch das Nomen Widerspruch drin. Stimmt. Also wenn ich nicht der gleichen Meinung bin und das auch sage, dann widerspreche ich. Ganz genau. Auf Englisch wäre das to contradict. Und das Perfekt lautet, er hat widersprochen. Hat widersprochen. Okay. Ein höflicher Satz wäre zum Beispiel, Entschuldigung, aber da muss ich dir leider widersprechen. Ja, das leider macht es etwas netter. Und im Perfekt? Er hat seinem Chef widersprochen. Das ist manchmal mutig. Oh ja. Aber wenn man widerspricht, sollte man ja nicht nur Nein sagen, man sollte es auch Begründen. Sehr gut. begründen. Begründen heißt, die Gründe oder die Ursachen für seine Meinung zu nennen. Man beantwortet im Grunde die Frage, warum? Warum widerspreche ich, warum stimme ich zu? Genau. Auf Englisch ist das to justify oder auch to give reasons for. To justify. Okay. Und die Perfektform ist? Sie hat begründet. Hat begründet. Ein Beispiel wäre eine Aufforderung, oder? Ja, zum Beispiel, bitte begründen Sie Ihre Meinung. Sehr formell. Oder im Perfekt, sie hat ihre Entscheidung gut begründet. Das heißt, ihre Argumente waren nachvollziehbar. Exakt. So, jetzt eine andere Situation. Manchmal ist man sich nicht ganz sicher, ob das Argument des anderen wirklich stimmt. Man ist skeptisch. Genau, dann kann man es bezweifeln. Bezweifeln. Da steckt das Wort Zweifel drin. Richtig. Bezweifeln bedeutet, dass man skeptisch ist, man glaubt nicht zu Recht, dass eine Aussage oder ein Plan richtig ist. Auf Englisch wäre das to doubt. Genau, to doubt. Das Perfekt ist? Ich habe bezweifelt. Habe bezweifelt. Ein Satz dazu? Ich bezweifle, dass das funktionieren wird. Das drückt Skepsis aus, ja. Oder im Perfekt? Er hat ihre Geschichte von Anfang an bezweifelt. Genau, er hat ihr nicht ganz geglaubt. So, und unser letztes Verb für heute ist beurteilen. Beurteilen. Das klingt nach Urteil. Ja, das ist eng verwandt. Beurteilen bedeutet, sich eine Meinung oder eben ein Urteil über etwas zu bilden. Man bewertet eine Situation oder eine Person. Man schätzt etwas ein. Genau. Auf Englisch wäre das to judge oder auch to assess. To assess, okay. Und das Perfekt? Wir haben beurteilt. Haben beurteilt. Und ein typischer Satz ist, Ich kann die Situation noch nicht beurteilen, ich habe zu wenig Informationen. das ist eine sehr kluge Haltung, finde ich. Nicht zu schnell urteilen. Absolut. Erstmal Informationen sammeln. Super, das waren die Verben. Zustimmen, widersprechen, begründen, bezweifeln und beurteilen. Genau. Und jetzt machen wir eine ganz kurze Pause. Kurze Pause. Wenn euch unser tägliches Lernformat hilft, dann abonniert gern den Kanal und unterstützt uns mit einem Daumen nach oben. So bleibt ihr im täglichen Lernrhythmus und verpasst keine Folge mehr. Und jetzt geht's auch schon direkt weiter. Genau, machen wir weiter mit den Adjektiven. Also wie eine Diskussion sein kann oder sein sollte? Genau. Wie sollte denn eine gute Diskussion sein? Sie sollte vor allem sachlich sein. Sachlich. Ein sehr, sehr wichtiges Wort. Sachlich bedeutet neutral und ohne starke Emotionen. Man konzentriert sich also auf die Fakten, auf die Sache. Ganz genau. Nicht auf persönliche Gefühle oder Angriffe. Das englische Wort ist factual oder objective. Objektiv? Das passt gut. Ein Satz, den man oft hört, ist, bitte lass uns sachlich über das Problem sprechen. Ja, das ist eine Bitte, die Emotionen rauszunehmen. Richtig. So, und was ist auch noch gut? Es ist gut, wenn man Dinge kritisch betrachtet. Kritisch. Kritisch sein bedeutet, dass man nicht alles sofort und einfach so akzeptiert. Man prüft also genau und hinterfragt die Dinge. Man denkt selbst mit. Genau. Man fragt, stimmt das wirklich? Auf Englisch ist das critical. Critical. Er hat einen sehr kritischen Blick auf den neuen Plan. Er schaut also ganz genau hin und sucht vielleicht auch nach Schwächen. Ja, aber nicht unbedingt negativ. Es geht darum, es besser zu machen. Verstehe.
Und das Ziel einer sachlichen, kritischen Diskussion ist ja oft eine vernünftige Lösung. Vernünftig. Das ist auch ein super Wort. Vernünftig bedeutet logisch, sinnvoll und gut durchdacht. Es ist das Gegenteil von dumm oder rein emotional. Genau. Auf Englisch würde man reasonable oder sensible sagen. Reasonable, ja, das passt. Ein großes Lob ist zum Beispiel der Satz: Das ist ein sehr vernünftiger Vorschlag. Ja, das heißt, der Vorschlag macht Sinn. Man kann ihm zustimmen. Richtig. Und wenn ein Argument gut begründet ist, dann ist es auch nachvollziehbar. Nachvollziehbar. Das Wort erklärt sich fast von selbst. Man kann es nachvollziehen. Genau. Nachvollziehbar bedeutet, dass man etwas gut verstehen und logisch folgen kann. Man kann den Gedankengang des anderen verstehen, auch wenn man vielleicht nicht zustimmt. Genau das. Man kann die Schritte nachverfolgen. Auf Englisch wäre das comprehensible oder understandable. Understandable. Ein schöner Satz dazu ist: Danke für die Erklärung, jetzt ist dein Standpunkt für mich nachvollziehbar. Das zeigt, dass die Begründung erfolgreich war. Exakt. So, und unser letztes Wort für heute beschreibt Themen, bei denen Diskussionen oft sehr schwierig sind. Okay. Und das ist? Manchmal sind Themen sehr umstritten. Umstritten. Ein Thema ist umstritten, wenn es viele verschiedene und vor allem starke Meinungen dazu gibt. Und die Leute darüber streiten. Es gibt keinen klaren Konsens. Genau. Es ist ein heißes Eisen, sozusagen. Auf Englisch ist das controversial. Controversial. Ein typischer Satz aus den Nachrichten wäre: Das neue Gesetz ist in der Bevölkerung sehr umstritten. Ja, das hört man oft. Es bedeutet, es gibt viele Befürworter und viele Gegner. Ganz genau. Und das waren sie, unsere 15 Wörter. Super, das war eine ganze Menge. Ich glaube, es ist Zeit für unsere Geschichte. Ja, jetzt wird es Zeit, alles zusammenzufügen. Also hört gut zu. Wir erzählen euch jetzt eine kurze Geschichte, in der alle Wörter vorkommen. Stellt euch einfach vor, Anna und Paul arbeiten zusammen in einem Büro. Okay, passt auf. Paul stellt Anna seine neue Idee für ein Projekt vor. Sein zentrales Argument ist, dass die Firma dadurch eine Menge Geld sparen kann. Er erklärt seinen Standpunkt wirklich sehr genau und ist total überzeugt. Anna hört aufmerksam zu, aber sie ist von Natur aus eher kritisch. Sie schaut auf seine Zahlen und sagt dann: Paul, ich muss dir da leider widersprechen. Paul ist erstmal total überrascht und bittet sie, ihre Meinung zu begründen. Anna erklärt ihm dann, dass sie seine Behauptung mit der großen Geldersparnis stark bezweifelt. Sie sagt, man könne das aktuell nur ganz schwer beurteilen, weil noch wichtige Informationen fehlen. Ihr Widerspruch ist also sehr klar formuliert. Das Thema ist im Team sowieso schon länger ziemlich umstritten. Paul hört ihr aber zu und findet Annas Erklärung am Ende sehr nachvollziehbar. Er sagt: Okay, du hast recht. Lass uns ganz sachlich darüber reden und eine vernünftige Lösung finden. Anna ist erleichtert und schlägt einen Kompromiss vor. Paul denkt einen Moment kurz nach, nickt dann und sagt: Ja, dem kann ich zustimmen. Und so finden die beiden eine gemeinsame Lösung. Eine perfekte kleine Bürogeschichte. Eine Diskussion mit Happy End. Das war unsere Geschichte. Habt ihr alle Wörter wiedererkannt? Das war die Herausforderung. Eure Aufgabe für heute ist jetzt: Schreibt uns doch mal eure eigenen Sätze mit den neuen Wörtern in die Kommentare. Ja, versucht vielleicht 2 oder 3 Wörter in einem kleinen Dialog zu verwenden. Wir sind wirklich gespannt. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr auch morgen wieder pünktlich dabei seid. Genau, morgen an Tag 103 sprechen wir über ein Thema, das wir alle wirklich jeden einzelnen Tag nutzen: Computer und Internet. Es geht also um unseren digitalen Alltag. Ganz genau. Super, dass ihr heute dabei wart. Viel Spaß beim Lernen und bis morgen. Tschüss.